Nachdem man hier gefühlt in Deutschland nicht so viel von Cabrina gehört hat, war ein bisschen ruhiger, Designerwechsel, Besitzerwechsel, einiges Internes, haben wir jetzt hier den neuen FX2 und jetzt ist halt wirklich komplett alles neu. Neue Tücher, neues Design, neue Outline, neues Profil im Detail. Die Waage ist an 5 Punkten an der Fronttube aufgehangen und stützt diese ab. Das Ganze hier kommt vollständig ohne Pulleys aus. Und für die direkt verbundenen Steuerleinen haben wir 2 verschiedene Möglichkeiten, um Bardruck und Turning Speed anpassen zu können. B- und entlüftet wird auch mit einem neuen großen Ein- und Auslassventil, was man aber auch schon von anderen Kite-Modellen kennt. Wir haben weiterhin 3 Struts, davon sind mit Leinenabweisern ausgestattet das Ende der Fronttube und die beiden äußeren Querstruts. Die mittlere Querstrut kommt ohne Leinenabweiser aus. Das One-Pump-System ist klein und kurz gehalten, aber immer noch halt rechtwinklig abgeknickt. Hier finden wir die geraden Lösungen, die wir heutzutage jetzt schon zu sehen bekommen, etwas schlauer. Die Fronttube und die Querstruts haben ein neues Dacron-Material mit vielen Polyesterfäden als Verstärkung und auch das Flugtuch wirkt eher seidenmäßig, fast als ob man hier keine Beschichtung drauf hätte. Ist ganz weich, aber mit 2 Ripstop-Fäden versehen. Langfristige Haltbarkeit muss man halt beobachten. Die Hinterkante ist hier gedoppelt und auch in den Tippbereichen noch mit Dacron verstärkt. Als Verstärkung gibt es EVA-Patches, dann jede Menge kleine Tuchdopplung und in den Tippbereichen Cordura-Verstärkung. Die Querstruts sind jeweils mit einer Doppel-Zickzack-Naht am Flugtuch befestigt und gedoppelt und vernäht. Und wir haben auf beiden Tippseiten nochmal zusätzlich eine Latte an der Abrisskante, damit hier nichts flattert. Cabrina hat den FX gegenüber seinem Vorgängermodell deutlich mehr gestreckt von der Form, aber sie haben ihn auch von der Waage etwas tiefer ins Windfenster gehangen, als jetzt vergleichsweise vielleicht einen Rebel oder einen Orbit vergleichsweise. Und dadurch wird er halt sehr schnell gleichmäßig angeströmt und mit seinem mittleren Grundzug liefert er einen guten Vortrieb, sprich halt ein müheloses Angleiten. Auch auf dem Foil braucht man hier nur aufgrund einer etwas höheren Kraftspitze ein kleines Sinus, um hier sehr früh auf den Flügel zu kommen. Mit der dann perfekt anliegenden Strömung und mit seiner Position im Windfenster liefert er auch auf dem Amwindkurs wirklich durchweg gute Leistungen. Einmal gestellt, zieht er gleichmäßig ohne jegliche Korrekturen einfach durch. Die pullelose Waage sorgt für ein wirklich äußerst präzises Bar-Feeling. Wir haben hier im Vergleich zum Vorgänger etwas weniger Weichheit und Komfort. Das Ganze ist etwas knackiger und das Ganze geht einher mit leichten Haltekräften und etwas höheren Steuerkräften, wodurch aber auch ein wirklich exzellentes Feedback über den Stand des Kites im Windfenster entsteht. Bei den Drehradien geht es teils sehr eng zu, weil er auch in der Lage ist, im Ansatz zu tellern. Er hat hier eine mittlere Fluggeschwindigkeit und er lässt sich halt insgesamt halt sehr schön kontrolliert aussteuern. Also in allen Bereichen, ob Twin-Tip oder Foil, besitzt er ein sehr einfach zu kontrollierendes Flugbild. In puncto Profilstabilität oder Flugstabilität, da gibt sich der FX in keiner Situation irgendeine Schwäche. Das Ganze wird hier stets absolut sauber und präzise angeströmt. Auch vom Deep-Power-Vermögen ist das Ganze hier gut. Klar, wenn wir die Bar wegschieben, dann wirkt halt so effizient 3/4 des Deep-Power-Weges, dann zieht er danach halt doch noch recht konstant weiter, bis er einfach etwas vorne im Windfenster steht. Aber das ist alles gut handelbar.
Schauen wir auf die Sprungeigenschaften des neuen FX. Wir haben hier einen gleichmäßig hohen, kraftvollen Lift. Der ist auch wirklich gut und lang anhaltend. Klar, wir sind jetzt nicht hier in dem Bereich der gestrecktesten Hochleister, aber bei viel Wind lässt er sich halt immer noch gut kontrollieren beim Absprung. Dementsprechend sind hier auch gerade in diesem Big Air Thema hier auch ebenso maximale Leistungen möglich. Bei der Hangtime, da hat er im Vergleich auch zu so extrem gestreckten Schirmen natürlich knapp die Nase hinten. Wir haben im gleichen Zeitraum auch sowas wie einen Nash Phoenix, also sehr gestreckten Schirm, der ist so wie ein Ozone Edge getestet. Die fliegen dann natürlich oder tragen dann nochmal insgesamt länger. Aber auch die Hangtime ist hier so, dass halt für Oldschool-Tricks, Board-Offs und so ist locker genug Zeit. Und wenn man es bei viel Wind benutzt vom Einsatzbereich, dann geht hier natürlich genau das, was auch Cabrina beabsichtigt, einfach einen modernen Big Air Freestyle Schirm zu machen, der für diese ganzen neuen Tricks, Double Loops, Kombinationen auch zu Handle Passes und dergleichen ermöglicht. Das ist hier so ein Mix. Freestyle ist heute halt Hochspringen und die ganzen klassischen Unhook-Tricks. Und das verkörpert er einfach sehr, sehr gut. Dafür braucht man allerdings, weil er jetzt nicht so viel Sheet and Go hat, braucht man auch ein bisschen Technik beim Absprung. Das ist kein Querzug, aber er möchte schon ein bisschen an die richtige Stelle gelenkt werden. Dann trägt er in jedem Bereich sehr gut. Er funktioniert auch exzellent am Foil in diesem Bereich. Also auch bei wenig Wind ist hier die Eigenschaft schon zu 100% vorhanden. Und das gehört einfach bei einem absolut modernen Freestyle-Schirm heute mit dazu. Wer es lieber unhooked mag, der muss beim FX gar nichts vermissen, auch überhaupt nicht gegenüber seinem Vorgängermodell. Es war ein beliebter Schirm, der so wie ein RPM oder ein etwas leicht gemäßigter C-Shape mit einem etwas offenen Arc daherkommt. Das hat er jetzt auch. Der erinnert auch ein bisschen an den RPM oder den neuen RPX. Hat einen sehr guten Pop, einen schönen Slack. Und gerade in diesem Bereich wird er auch definitiv sehr viele Freunde finden, weil er sich einfach sehr leicht kontrollieren lässt. Bei gleichzeitig hoher Leistung. So kann man ganz klar sagen, der FX2 hier im Test hat sich wirklich ganz modern weiterentwickelt. Er entspricht exakt den Richtungen, die heute bei der GKA-Tour in den Freestyle- und Big Air-Wettbewerben erwartet werden. Wir brauchen ein hohes Maß an Sprungpotenzial, an Performance, dabei gute Hangtime-Leistung, aber auch engste und schnellste Drehfreude mit viel Kontrolle, damit sich diese teils wirklich komplizierten Sachen auch durchführen lassen, ohne dass man sich hierbei umbringt. Und das verkörpert der FX2 definitiv halt hier jetzt auf dem Twin-Tip sowie auch mit dem Foil, weil in diesem Bereich beim Kitefoilen wird halt mittlerweile ja genauso extrem agiert wie beim King of the Air oder anderen vergleichbaren Events. Nichtsdestotrotz muss man sich jetzt hier nicht Gedanken machen, ob das jetzt hier ein sehr spezieller Schirm ist für den normalen Freerider oder den ambitionierten Freerider, der auch springen möchte. Nein, gerade diese Kontrolle, die man aufgrund des etwas höheren Feedbacks über die Bar mit reingegeben hat, die ermöglicht natürlich auch einfach einen breiten Anwendungsbereich, sodass halt hier auch der Nicht-Profi extrem viel Spaß hat und die Leistung einfach nutzen kann. Gewichtsmäßig hat er keinerlei Einschränkung. Die leichten Haltekräfte machen auch bei 50, 55 Kilo Personen werden keine Müdigkeit erzeugen. Und auch bei schwereren Fahrern ist hier genug gleichmäßiger Vortrieb und Grundzug vorhanden, um alles Gewünschte durchführen zu wollen. Klar, die richtige Größe bei richtiger Windstärke angepasst ans Körpergewicht ist natürlich immer die Voraussetzung.
Von unserer Seite ein absolutes Spitzenprodukt halt im Markt, welches uns im Test durchaus überzeugt hat.